Hallo Technikfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Draht. Ich bin euer technischer Wegweiser, Stuart Cording. Einen Satelliten zu entwickeln und zu bauen kostet oft mehr als 250 Millionen Euro. Kostengünstiger CubeSats mal ausgenommen. Wenn der Satellit fertig ist, kommen für den Raketenstart ins All nochmal mindestens 50 Millionen Euro obendrauf. Zum Glück sind solche Investitionen vergleichsweise sicher, denn Satelliten gehen selten kaputt und können oft mehr als ein Jahrzehnt im Einsatz bleiben. Tatsächlich sind heutige Satelliten so zuverlässig, dass eher ihr Treibstofftank leer ist, bevor die Elektronik den Geist aufgibt. Leider gibt es im All bisher keinen Tankservice für Satelliten, zumindest noch nicht. Wie können wir also verhindern, dass funktionstüchtige Satelliten als Weltraumschrott enden? Und wie lassen sich kleinere Reparaturen oder Upgrades durchführen, um ihre Lebensdauer zu verlängern? Um herauszufinden, welche Lösungen es für dieses Problem gibt, spreche ich heute mit Gerhard Grunwald und Alexander Beyer von Institut für Robotik und Mechatronik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR. Hallo Gerhard, hallo Alex und herzlich willkommen bei uns hier im Studio. Freut mich, dass ihr dabei seid. Danke für die Einladung. Ja. Bitteschön. So, Gerhard, wir fangen mit dir an und ich würde gerne wissen, diesen Begriff DLR, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, aus Sicht eines Laiens wirkt es ein bisschen wie das Fraunhofer Gesellschaft zum Beispiel, das neue Technologien erforscht und sie dann in die Industrie einführt. Trifft es zu? Ja, es gibt kleinere Unterschiede oder unterschiedliche Ansätze, wie die Technologie in die Industrie transferiert werden wird. Bei den Fraunhofer Instituten ist es so, oder bei Fraunhofer Gesellschaft allgemein ist es so, dass die Institute sehr, sehr autonom sind. Das heißt also, sie sind sehr, sehr fachspezifisch auf bestimmte Industrien fokussiert, arbeiten direkt mit den Firmen zusammen und deren Projektlaufzeiten sind, würde ich sagen, im Schnitt ein halbes Jahr bis ein Jahr. Okay. Im Unterschied dazu ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Im Gesamten wird es betrachtet und dort werden Technologien bearbeitet und entwickelt, die auch innerhalb des DLRs transferiert werden oder aber auch größere Systeme an natürlich Raumfahrtindustrie und Luftfahrtindustrie. Aber generell kann ich sagen, dass in den letzten 30 Jahren diese Grenzen sehr, sehr stark verschwimmen, zumal wir auch miteinander zusammenarbeiten und gemeinsam versuchen, die Technologie, die Innovationen in Deutschland voranzutreiben. Okay, so jetzt haben wir einen guten Überblick von wie alles bei DLR abläuft, mehr oder weniger. Ihr seid beide am Institut für Robotik und Mechanik tätig. Gerhard, was sind das für Projekte, an denen ihr arbeitet und was ist deine Rolle dabei? Also das Institut für Robotik und Mechatronik hat zwei Namen. Also die Robotik ist, wir beschäftigen uns generell mit Robotersystemen bzw. Service-Robotersystemen. Schwerpunktmäßig auf der Erde, ob das jetzt im industriellen Umfeld ist, ob das im pflegerischen Umfeld ist, ob das ein Dienstleistungsroboter in Zukunft vielleicht für den Haushalt ist. Mit diesen Fragestellungen beschäftigen wir uns sehr stark. Ein Schwerpunkt ist die Software und die Anwendungsprogrammierung, die Anwendungsentwicklung. Ja. Der andere Teil ist die Mechatronik und da ist Alex der besser Bescheid weiß, was Mechatronik eigentlich ist. Ja, genau. Erzähl uns mal. Genau, also all diese Roboter, die wir entwickeln, ob terrestrisch oder auch für Weltraum, brauchen natürlich jede Menge Mechatronik. Das heißt, sie brauchen Antriebe, sie brauchen ein Bussystem, mit dem sie mit der Steuerung kommunizieren, ja, und so weiter und so fort. Und unsere Aufgabe ist es eben, diese mechatronischen Systeme für neue Roboter zur Verfügung zu stellen und zu entwickeln. Ja. So, super spannend. Ich glaube, ich kann davon ausgehen, dass es immer was Neues bei euch auf dem Arbeitstisch gibt.
Es gibt immer was Neues auf dem Arbeitstisch, sei es bei ein neues Raumfahrtprojekt oder neue Sachen zum Ausprobieren, neue Techniken, die wir ausprobieren für Robotergelenke. Ja. Man muss immer auf dem Laufenden sein. Kann mich vorstellen. Ja, genau. Und das bringt mir gleich zu einem Projekt, weil aktuell seid ihr am Projekt European Robotic Orbital Support Services Servicing Component, kurz EROS-SC, beteiligt. Was ist das Projekt, das Ziel des Projekts, Gerhard? Und wer sonst ist daran beteiligt und was ist wie ist der aktuelle Stand? Also EROS, ich kürze das einfach noch ein Stückchen weiter ab. EROS ist ein europäisch oder von der Europäischen Union gefördertes Projekt oder eine Reihe von Projekten. Und das Ziel über diese Projekte hinweg ist es, dass man im Weltraum mit Robotern Service an Satelliten durchführen kann. Und es wird über Europa finanziert. Das bedeutet auch gleichzeitig, und das ist ein sehr, sehr positiver Aspekt, es ist eine europäische Kooperation. Hier in diesem Projekt vorwiegend Industriebeteiligung, weil es ist nicht mehr Grundlagenforschung, sondern es ist Technologieentwicklung. Und da ist zum Beispiel Thales Alenia Frankreich beteiligt. Okay. Da ist zum Beispiel die Firma Sener und die Firma GMV beteiligt aus Spanien. Das sind alles Raumfahrtfirmen, die auch Niederlassungen in Deutschland haben oder die, sage ich mal, sehr, sehr schön verteilt sind in Europa. Was auch dabei ist, eine Ausgründung von unserem Institut, das ist die Firma Kinetic Space, die sich zur Aufgabe genommen hat, die Roboterarm-Technologien zu kommerzialisieren. Und das heißt auch allgemein für Terrestrial Use oder auch nur im Weltall? Oder? Deren Thema ist eigentlich das Weltall, weil es gibt zwar sehr viele Übereinstimmungen zwischen Robotik auf der Erde und Robotik im Weltraum, nur der Weltraum stellt noch zusätzliche besondere Anforderungen, weil die Umgebung dort anders ist als auf der Erde. Ja, und dazu werden wir gleich kommen. Insbesondere, ich glaube, Alex kann uns ein paar Worte dazu erzählen. Und wie ist der aktuelle Stand dann bei dem Projekt? Ja, also wir sind gerade dabei. Der Roboterarm ist fertig aufgebaut. Es gibt ein Engineering-Modell von diesem Roboterarm, der bei uns im Keller betrieben wird. Ja. Mit ein bisschen Zusatztechnik, weil das Ding ist 3 Meter lang. Oh, okay. Ja. Und das heißt, er kann sich auf der Erde nicht selber tragen. Es gibt da ein Entlastungssystem dazu, das auch von uns entwickelt wurde. Das ist ein Seilroboter mit 4 Antrieben, der mit einem Ring um den Roboter rum befestigt ist, der beweglich ist und der den Roboter bei Bewegungen dann unterstützt. Ja. Und seit wie lange arbeitet ihr in diesem Projekt? Und wie lange noch, bis es eigentlich fertig sein sollte? Mit dem Roboter haben wir angefangen 2016 in Eigenregie. Das war das Nachfolge ein Vorgängerprojekt, DEOS hat es geheißen, Deutsche Orbitale Servicing Mission, ist leider aus finanziellen Gründen eingestellt worden und da haben wir schon die Grundlagen für diesen Roboter entwickelt. Das Institut hat dann beschlossen, den Roboter auf eigene Kosten weiterzuentwickeln, bis zu diesem Engineering-Model. Ja. Das haben wir auch geschafft. Das Engineering-Model war 2020 fertig. Dann ist leider Corona gekommen. Und die Entwicklung hat sich durch ein anderes Raumfahrtprojekt dann verzögert, läuft aber jetzt mit EROS weiter. Ja, super. Spannend. Und mir so vorstellt, Effizienz entstehen in vielen Technologiebereichen durch Standardisierung. Also bei so Steckverbänden, Schnittstellen und wiederverwendbare Software. Gibt es solche Standards schon in der Raumfahrt, damit roboterarme Satelliten betanken oder reparieren können schon? Es gibt erste Ansätze, aber leider, die Satelliten haben nicht wie die Autos normierte Tankstutzen. Okay. Die müssen erst standardisiert werden. Die EU ist da dabei. Bei diesem EROS-Programm, das schon über mehrere Jahre in mehreren Projekten läuft, sollen sogenannte Building Blocks definiert werden. Das heißt zum Beispiel, ein Building Block ist ein Tool Changer für einen Roboter. Der soll dann standardisiert werden.
um auch in anderen Projekten verwendet werden zu können. Ja. Und genauso gibt es diese Building Blocks auch in Software. Verschiedene Bereiche von der Software werden da abgegrenzt und sollen dann eben als Building Block definiert und auch woanders leicht portierbar sein. Genau. Aber von einer wirklichen Standardisierung sind wir noch sehr weit entfernt. Okay, also ich meine, so für mich als Laie, als Outsider quasi, die Entwicklung von Satelliten, es kommt mir vor, jedes Mal wie eine von Grund auf aufzubauen und zu designen, oder ist es so ist es bisher geschehen, oder? Das ist jetzt, also sage ich mal, das war so gewesen, also dass die Satelliten, vor allem die im geostationären Bereich sind, das war Handarbeit und es sind nicht sehr viele davon gebaut worden. Das heißt also, es gab keinerlei Automatisierungs- oder sonstiges Potenzial und sie waren wirklich extremst teuer. Jetzt mit den Satellitenkonstellationen, wo mehrere tausend Satelliten gebaut werden von einer einzigen Firma, ist es so, dass dort jetzt die Automatisierung Einzug hält, jetzt bei der Produktion auf der Erde. Ja. Und es ist auch eine Voraussetzung und eine Grundvoraussetzung, um zum Beispiel im Weltraum selbst Arbeiten durchzuführen, weil wenn die Satelliten nicht modularisiert sind, kann man zum Beispiel keine Komponenten austauschen, weil die Satelliten ja nicht dafür vorbereitet sind. Genau. Aber wenn man auf der Erde, man kann das sehr gut mit dem Auto vergleichen. Es sind standardisierte Komponenten, auch wenn die Autos sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Aber man kann immer mit den gleichen Werkzeugen drangehen. Genau. Das heißt, bei Satelliten brauchen wir quasi so standardisierte Flächen mit vielleicht standardisierte Schrauben und so Greifflächen und so weiter, oder? Ja, also ein gutes Beispiel ist auch das Betanken. Und zwar, das Betanken ist, das hört sich jetzt zwar, wenn wir an die Tankstelle fahren, ziemlich läppisch an, dass man darüber diskutiert, aber es gibt mehrere unterschiedliche Betankungssysteme im Weltraum. Wenige sind ausprobiert worden und jetzt wäre es vernünftig, einen Standard zu definieren. Wie sieht eigentlich die Zapfpistole aus? Ja. Dass das so reinpasst, dass man das verschrauben kann. Und daran wird jetzt, sage ich jetzt mal, gearbeitet, weltweit. Aber das ist sehr, sehr schwierig, weil jeder das Gefühl hat, dass er, wenn er seinen Teil nicht durchsetzt, der Verlierer ist. Aber im Gesamten ist es so, wenn es standardisiert ist, gibt es fast nur Gewinner. Ja. Und ich gehe davon aus, wir sprechen hier nicht von Benzin oder Diesel, oder? Nein, es gibt unterschiedliche Kraftstoffe mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Gefährlichkeiten auch. Und deswegen ist diese Betankung nicht ganz so einfach wie bei einem Auto, aber technisch machbar. Technisch super. Das ist gut zu hören. Freut mich. Also Roboterarme kennen wir ja von Messen. Da sind sie immer ausgestellt, die ziehen die Leute immer an. Ansonsten kann man sie schnell auf ein YouTube-Video finden. Insbesondere bei so automatisierten Fabriken, bei so der Autoherstellung und so weiter. Die sind ziemlich ausgereift, meiner Meinung nach, wenn wir sowas anschauen. Wo liegen die Herausforderungen, wenn man solche Technologien dann ins All bringen will? Die Herausforderungen, um einen terrestrischen Roboter ins All zu bringen, sind die komplett anderen Umweltbedingungen. Ja. Also ich habe erst einmal Vibrationen, die ich überstehen muss beim Start der Rakete. Ich habe einen Schock, der entsteht, wenn die Oberstufe von der Rakete gelöst wird. Ja. Ich habe Vakuum, auch ganz wichtig. Ich habe Temperaturzyklen zwischen sehr warmen und sehr kalten Temperaturen, die ich überleben muss. Und ich habe Strahlung, Weltraumstrahlung. Da gibt es verschiedene Strahlungen, Gammastrahlung, Protonen, Ionen. Das alles müssen die elektronischen Bauteile aushalten. Und das sind die größten Herausforderungen. Und wenn wir von Temperaturschwankungen sprechen, was wird damit gemeint? Genauso mehrere 100 Grad jede Richtung, oder? Ja, das hält also eine Roboterelektronik und ein Roboter natürlich nicht aus. So groß sind die Schwankungen nicht, kommt natürlich auch auf den Orbit an. Ja. Bei dem jetzigen Projekt haben wir eine Tiefsttemperatur definiert von minus 40 Grad.
die das Ding erreichen darf und eine Höchsttemperatur von 60 Grad oder 65 Grad. Wenn die Umgebung kälter wird, wie diese Tiefsttemperatur im ausgeschalteten Zustand, dann muss das Ding geheizt werden. Also wir haben Heizer drin, die dann angeschalten werden von der Satellitensteuerung, um das Zeug warm zu machen, damit das nicht kaputt geht. Ja. Es ist erstaunlich, wie viele neue Herausforderungen es gibt, nur um einen Roboterarm an diese Umgebung anzupassen. Aber als ich so mich für das Thema vorbereitet habe, habe ich mich hingesessen und gedacht, ich erinnere mich noch aus den 80er Jahren, diese Roboterarme an der Space Shuttle damals. Ich glaube, es hieß Canadarm und dann habe ich weiter recherchiert und der Roboterarm an ISS gefunden, zum Beispiel, ich glaube, mehrere davon. Was haben wir aus diesen früheren Designs gelernt und wie baut ihr heute darauf auf? Also aus den Designs haben wir, sage ich jetzt mal, die Raumfahrttauglichkeit gelernt. Okay. Was man zu diesen Robotern sagen kann, immer in Relation zu dem, was auf der Erde passiert. Diese Roboter wurden in den 80er, 90er Jahren entworfen, also entsprechen dem Stand der Technik, also der robotischen Technik, die Anfang 2000 auf der Erde waren. Ja. Also das sind Roboter, wenn man das in Vergleich setzt zu terrestrischen Robotern, diese schweren Industrieroboter, entsprechend wenig feinfühlig, nachgiebig sind sie. Das sind ich sage manchmal etwas spöttisch, aber das tue ich extra, das ist wirklich spöttisch, wie Kräne. Und unser Roboterarm und die Roboterarme, die gebraucht werden für den Weltraum, um Service durchzuführen, müssen feinfühlig sein. Das heißt also, wenn ich eine Tür aufmachen will oder eine Schublade rausziehen will oder sonst irgendwas, muss ich ein Gefühl dafür haben und nicht einfach sozusagen davon ausgehen, einmal kräftig rumsen und dann passt es schon. Also das ist der grundlegende Unterschied. Und diese Anforderungen haben wir dahingehend umgesetzt, dass wir hatten in den Ende der 90er Jahre, Anfang 2000 haben wir im DLR einen Leichtbauroboter entwickelt, der sein eigenes Gewicht auf der Erde tragen konnte und war 15 Kilogramm schwer. Zu der damaligen Zeit war das, und das ist die Relation auch jetzt zu den Canadarms, war, dass ein Industrieroboter 20 Kilogramm schwer war, um 1 Kilogramm zu bewegen. Wow, okay. Also das ist von der Leistungsfähigkeit her sehr, sehr unterschiedlich. Und diese Technologie erfordert auch ganz andere Ansätze, aber da ist Alex wieder derjenige, der weiß, wie es super umgesetzt worden ist. Genau, also wir selbst haben auch einen kleinen Roboter auf der ISS gehabt, das war 2005, basierend eben auf dieser DLR-Leichtbauroboter-Technologie, die wir auch entwickelt haben bei uns mit Drehmomentsensorik und aller anderen Sensorik, die wir dann zusammen mit OHB, war das damals, die uns dabei geholfen haben, die Elektronik weltraumfest zu machen, mit verschiedenen Maßnahmen. Man muss LED-Abschutzschaltungen für terrestrische Bauteile einbauen. Wenn ein Teilchen einschlägt, dann kann das in dem EC einen LED abproduzieren und das EC brennt dann ab, wenn man die Spannung nicht abschaltet. Ja, genau. Im schlimmsten Fall. Genau. Im schlimmsten Fall, ja. Dieser kleine Arm war dann von 2005 bis 2011 auf der ISS, hat dort immer Experimente gemacht, also Federn gezogen und ist gefahren, hat auch kleine Kameras drin gehabt. Mit diesen Experimenten haben wir jetzt sehr genau gelernt, wie sich so Robotergelenke über längere Zeit im Vakuum mit der Reibung zum Beispiel verhalten. Dass sich die Reibung durch die Schmierstoffe, die verwendet werden müssen, im Laufe der Zeit einfach ändert. Okay. Genau. Wir haben auch das große Glück gehabt, dass wir diesen Roboter wieder zurückbekommen haben. Wirklich? Der ist im Handgepäck von einem Kosmonauten, also die Bauteile sind entfernt worden, ja. Im Handgepäck von einem Kosmonauten wieder zur Erde zurückgekommen und wir haben den zu uns ans Institut bekommen und haben die Materialien und die Elektroniken sehr genau untersuchen können. Das ist erstaunlich, weil ich habe ein bisschen darüber gelesen, weil es kein, ich weiß nicht, wie der technische Begriff ist, aber er hat seinen festen Anker, ja. Beide
beide Ende vom Roboterarm konnte als Basis verwendet werden für die Bewegung. Oder? Nein, das war ein anderer Roboter. Unserer hat Rockwell geheißen und der hat also, wie gesagt, bloß 2 Gelenke gehabt. Okay. Der war auf dem russischen Modul außen montiert. Okay. Wie groß war der denn? Der war zusammengeklappt, vielleicht so 30, 40 Zentimeter. Deswegen passt das in den Handgepäck. Ja. Genau, und von diesem Experiment und von diesem Arm haben wir sehr viel gelernt, was die Technik angeht. Wir verwenden auch jetzt Technik für den neuen Arm, im Prinzip, die basierend ist auf dieser alten Technik. Ja. Natürlich ein bisschen andere Bauteile, weil es die zum Teil nicht mehr gibt. Ja. Aber von den Motoren und so getrieben, haben wir da eine gute Heritage, wie man im Weltraum Jargon so schön sagt. Genau, und wir verwenden eben diese Teile dann wieder, weil sie sich bewährt haben. Ja, na super. Und so läuft die Forschung und die Entwicklung. Ne? Man besteht auf ein bewährtes und baut dann weiter darauf auf. Vor allem bei der Raumfahrt wird da sehr viel Wert darauf gelegt, dass man auf eine Technik-Heritage hat, sonst neue Techniken muss man einfach aufwendig qualifizieren und alte Techniken. Ja, genau. Super. Auf der Erde sind Roboterarme fest verankert, ja, also am Basis so ein Tisch oder auf dem Boden und so, da wackelt nichts sozusagen. Aber im All sieht es anders aus. So, wenn so ein Arm so packt oder sich bewegt, besteht nicht das Risiko, dass sich der ganze Satellit mitbewegt, wo auf der Roboterarm montiert ist? Also das Risiko besteht nicht, das ist einfach so. Okay. Weil es gibt keinen Widerstand und das heißt also, wenn der Roboterarm sich bewegt, ich sage jetzt einfach mal, der Roboterarm hat ein Gewicht von 80 Kilogramm und der Satellit, auf dem er festgeschraubt ist, hat ein Gewicht von 500, 600 Kilogramm. Das ist so in den Größenordnungen. Aber wenn dieser 80 Kilogramm Roboterarm sich bewegt, auch wenn es langsam ist, fängt dann der gesamte Satellit auch an zu taumeln. Ja. Und das ist, sage ich jetzt mal, das ist eine Herausforderung, nicht bezüglich des Roboters, sondern dass man die Programme so schreibt, dass die diese Bewegungen mit einberechnen, so dass es dann letztendlich, wenn man vorne greift, es so aussieht, als ob der Roboter feststehen würde. Also das ist mehr eine, sage ich jetzt mal, eine Anwendungsprogrammierungsfrage, denn eine Frage von dem Roboter. Okay. Und wenn man sagt, dass ein Roboterarm wiegt 80 Kilogramm, das heißt auch eher auf die Erde, was wiegt es dann im All? Ist es ähnlich, so knapp das Gleiche? Oder ja, im All sind wir natürlich schwerelos, da wiegt es nichts, aber es sind die Massenträgheiten, die sich bei Bewegungen auswirken auf den Satellit. Ja, genau. Wir fahren sehr langsam, wie der Gerhard schon gesagt hat, sehr geringe Geschwindigkeiten. Also der Arm kann höchstens 10 Grad pro Sekunde fahren. Normaler Industrieroboter, also unsere Leichtbauroboter haben 180 Grad pro Sekunde geschafft, um eben diese Störungen auf den Satelliten möglichst gering zu halten, weil ich darf natürlich auch nicht, wenn ich da jetzt wild rumfuchtel, dann verdreht sich der Satellit so sehr, dass er seinen Antennenkontakt zur Erde verliert. Ja, genau, das darf natürlich auch nicht passieren. Seine Orientierung im All da, ja. Okay. Wow, es gibt so viele Herausforderungen. Ich glaube, wir werden alle Robot-Experten für das alles sein am Ende dieser Folge. Hoffentlich. Wir lernen so schnell so viel, aber wir nähern die Ende unserer ersten Hälfte hier. Weltraumschrott ist mein nächstes Thema und das wird zunehmend zum Problem, das hören wir ständig und es ist gravierend, würde ich sagen, fast mittlerweile. Welche Möglichkeiten gibt es dann, damit umzugehen und wie könnte ein Roboterarm dabei helfen? Also Alex hat ja schon das Projekt DEOS angesprochen, das zur Aufgabe hatte, also das war die Problemstellung, einen taumelnden Satelliten, der im Weltraum ist, mit Hilfe eines Roboterarmes einzufangen. Und damals ist dieses Problem schon bekannt gewesen. Wir haben technische Lösungen dafür gesucht und wir haben mehr oder weniger gut gezeigt, dass mit Roboterarm das am einfachsten zu realisieren ist. Da kommt zum Tragen, dass der Roboterarm so ähnlich funktioniert wie ein menschlicher Arm. Und wenn jemand einen Ball wirft und der Mensch greift danach, ist es genau das Gleiche, wie wenn ich jetzt einen taumelnden Satelliten fange. So prinzipiell.
Es gibt auch noch andere Verfahren, die untersucht worden sind, aber die sind nicht weiter verfolgt worden. Das eine Verfahren war einfach ein Netz über diesen Satelliten zu werfen, also sozusagen der Ansatz, wie die Fischer das machen. Oder aber auch ein Vorschlag, wie man Wale fängt, also sozusagen mit einer Harpune auf dieses Ziel zu schießen. Beide Ansätze waren im Prinzip erfolgreich. Bei beiden bestand das Problem aber dahingehend, wenn etwas in dem Netz drin ist oder wenn es mit der Harpune aufgespießt worden ist, wie kann ich das anziehen? Und da ist zum Beispiel das Thema Seil ein sehr, sehr großes Problem. Untechnisch gesagt sind diese ganzen Arbeiten dann aber eingestellt worden, weil es sehr, sehr kostspielig ist und niemand dafür verantwortlich sein möchte, dieses Geld auszugeben. Aber ja, in der näheren Zukunft, in den nächsten 10, 20 Jahren, werden wir Satelliten einfangen müssen. Ja. Also große Teile, große Schrottteile, um die Umlaufbahn für andere Satelliten sauber zu halten. Und da bieten sich Roboter an. Also wie gesagt, wie ein menschlicher Arm. Ja, super. So sehr viele spannende Einsichten bisher, Gerhard, Alex. Herzlichen Dank und wir werden gleich zu euch zurückkommen. Danke. Danke. In dieser Staffel haben wir uns eine neue Rubrik ausgedacht. Technik aus meiner Kindheit, in der ich unsere Gäste frage, welche Technologie für sie eine wichtige Rolle dabei gespielt hat, eine Karriere im Tech-Bereich zu starten. Aber bevor ich diese Frage stelle, möchte ich meine Technik aus der Kindheit für diese Show vorstellen. Ein Großteil meiner Kindheit hat sich in unserer Garage abgespielt. Sägen, bohren, Schrauben, basteln. Ich habe stundenlang kleine Sachen aus Holz und Metall gebaut. Irgendwann kam mein Vater vom Wertstoffhof zurück und hatte das Gestell eines alten Kinderwagens unterm Arm. Er hatte eine Idee. Lass uns ein Go-Kart bauen. Wir haben den Rahmen an den richtigen Stellen zersägt und die Räder und Achsen mit ein paar Holzresten kombiniert. Für den Sitz haben wir ein Stück Teppich genommen, damit es nicht zu unbequem ist. Und für die Lenkung haben wir ein paar alte Anschnallgurte verbaut. Das Teil war ein voller Erfolg, nicht nur bei uns, sondern in der ganzen Nachbarschaft. Mit der Zeit haben wir es immer wieder ausgebaut. Ein richtiger Sitz kam dazu, Fußlenkung, Bremsen. Und bei jedem Umbau habe ich ganz nebenbei was Neues über Technik gelernt. So, Gerhard, was hat dich während deiner Kindheit begeistert? Da musste ich wirklich drüber nachdenken. Und um das mal so zusammenzufassen, ich bin ja schon etwas älter, also ich benenne das jetzt mal die vorelektrische Zeit. Und du hast auch schon gesagt, also mit welchen Werkzeugen du gearbeitet hast. Und mir ist so in Erinnerung geblieben, zum Beispiel das Bohren. Damals hatten wir keine elektrische Bohrmaschine, sondern eine mit einer Kurbel. Und da war sehr, sehr viel Geschicklichkeit gefragt, damit das Loch an der richtigen Stelle in die richtige Tiefe gekommen ist. Dann auch bei gröberen Arbeiten, also mit Hammer und mit Meißel, war es das Gleiche. Also die technischen Anforderungen an die Hände, an die Körperkoordination. Das ist das, was mir aufgefallen ist, was wichtig ist. Allein schon deshalb, um Schmerzen zu vermeiden. Und technisch gesehen war ich jetzt gar nicht so sehr aktiv, wie du das warst. Aber was mich fasziniert hat, war die Fähigkeiten des Menschen. Und dann später habe ich dann versucht, mir mal Gedanken darüber zu machen, wie kann man diese Fähigkeiten auf einen Mechanismus, auf Maschinen bringen. Weniger jetzt in Form von Hardware, sondern was wäre in dem Sinne, welche Software wäre notwendig. Ja, super, super spannende Geschichte. Vielen Dank. Und wie war es bei dir, Alex? Hattest du immer eine Hand in der Werkzeugkiste als Kind? Ja, wir hatten auch ein Go-Kart, aber das war schon fertig, weil bei uns war das Zeitalter schon elektrisch. Oh wow, okay. Bei mir hat sich allerdings auch die Vorliebe für die Technik etwas später erst eingestellt. Als Kind war ich eher am Fußball- und Handballspielen interessiert. Das ist dann später gekommen mit den Apollo-Missionen, aber auch erst den späten Apollo-Missionen mit dem Mondrover. Das war so das erste Mal, wo man irgendwas vom Raumfahrt mitgekriegt hat. Ja. Und dann ist es halt so langsam gesteigert worden mit Carrera-Rennbahn und dann Moped und Basteln und
Genau, und so ist halt dann der Hang zur Elektrotechnik entstanden. Und konntest du dich damals vorstellen, dass du dann irgendwann an der Weltraummissionen beteiligt sein würde? Nein, absolut nicht. Wow. Das war so weit entfernt. Das ist super spannende Geschichten. Vielen Dank. Und ich glaube, unsere Zuschauer und Zuhörer werden auch eure Begeisterung aus der Kindheit mitnehmen können und vielleicht Inspiration darin finden. Vielen Dank. Gerne. Wir haben jetzt schon einiges über Robotik im All gehört. Jetzt schauen wir uns genauer an, wie Roboterarme in der Praxis funktionieren und gebaut sind. So, Alex, ich komme gleich zu dir mit den nächsten Fragen. Wir haben so gehört, dass so manche Satelliten sind quasi wie so per Hand quasi aufgebaut, ja, so jeder einzelne Bauteil selber für diesen Zweck entwickelt. Was lässt sich von der Elektronik und den Kommunikationsbussen, die üblich in der Roboterindustrie eingesetzt sind, in industriellen Robotern, für Roboterarme im All können wir übernehmen? Ja, gut, für Elektronik, die fürs Weltall qualifiziert ist, muss man sagen, haben wir einen Stand wie bei der terrestrischen Elektronik wie vor 10 Jahren. Mhm. Also von der Rechenleistung, von den Prozessoren, von den Bauteilen, die man verwenden kann. Wir haben uns für unseren Roboter entschieden, EtherCAT als Bus einzubauen. Okay. EtherCAT ist ein sehr verbreiteter Bus in der Industrie. Hat für uns sehr viele Vorteile. Der Nachteil, den wir, weil wir schon relativ früh angefangen haben, den Bus im Space einzusetzen, hat den Nachteil, dass wir den Baustein, den wir dafür zwingend brauchen, qualifizieren müssen. Das heißt, wir müssen mit dem Radiation-Tests machen, wir müssen mit dem Temperaturtests machen. Wir müssen dann von solchen Bausteinen immer gleich eine ganze Charge kaufen. Also wir kaufen immer 200 Stück. Und qualifizieren ein paar davon. Mhm. Und ich weiß, die anderen funktionieren. Ansonsten, wenn ich sage, ich bestelle in 2 Jahren später wieder nach, dann können die aus einer anderen Fabrik kommen. Das weiß man bei den Herstellern oft nicht. Ja, genau. Und dann muss man dieses Qualifizieren wieder von vorne anfangen. Ja, aber das heißt, ihr braucht nicht unbedingt diese sogenannte Red-Hard Bauteile. Ihr müsst nur herkömmliche Bauteile mehr oder weniger so untersuchen und schauen, dass diese Bedingungen aushalten können. In gewissem Maß. Das hängt immer von den Missionsanforderungen ab. Wie lange muss ich im All bleiben? Was für eine Strahlung sehe ich? Welche Temperaturzyklen sehe ich? Wir setzen eigentlich terrestrische Bauteile nur da ein, wo ich technologisch eine Funktion von meinem Gelenk nicht realisieren kann, wenn ich dieses Bauteil in Red Hard einsetzen muss, weil es es nicht gibt. Ja. Ansonsten setzen wir Red Hard Bauteile ein, überall. Mhm. Also 98% von unseren Bauteilen sind Red Hard Bauteile, weil eben, wie gesagt, so eine Qualifikation von einem kommerziellen Bauteil für Space ist das auch nicht ganz billig und zeitaufwendig vor allem. Wie lange dauert das denn sowas? Also ich muss sagen, wir rechnen immer so mit ungefähr 1 Jahr brauche ich, weil ich muss, wenn ich in eine Strahlungsquelle gehe, ich muss ja Testschaltungen aufbauen und schauen, wie verhalten sich die Ströme, was passiert mit meinen Spannungen, verändern die sich, treten bei digitalen Bauteilen irgendwelche Bitflips oder Single-Event-LED-Jobs oder gar ganze LED-Jobs auf, die mir dann das Bauteil zerstören. Ja. Das muss ich ja irgendwie testen und rein das Bauteil reinlegen und das bestrahlen lassen, das geht da nicht, sondern dieses Umfeld zu generieren, das macht sehr viel Arbeit und der Test dauert dann ein paar Tage. Das ist nicht das Zeitaufwendige. Aber das ist nur das Test-Setup ist aufwendig. Genau. Wenn wir dann zum Beispiel zu den Motoren kommen, könnt ihr auch handelsüblichen Motoren einsetzen oder braucht ihr spezielle, die für den Einsatz im All oder in dieser funktional sicheren Umgebung ausgelegt sind? Das hängt auch wieder von Missionsrequirements ab. Bei der jetzigen Mission ist vorgeschrieben, dass wir eine bestimmte Ausfallzeit erreichen müssen, also diese Fit-Time, Failures in Time, die müssen wir erreichen und um dieses zu erreichen, das kann man natürlich alles mit Zuverlässigkeitsberechnungen ausrechnen, muss ich dann sagen, ich kann
da kann ich einen kommerziellen Motor einsetzen oder nicht. In dem Fall haben wir jetzt einen Motor, der auf einem kommerziellen basiert, aber mit redundanten Windungen. Das heißt, der Motor ist gleich groß wie ein kommerzieller, hat aber nur die halbe Leistung, weil ich bloß die Hälfte der Wicklungen verwenden kann. Wir haben einen eigenen Draht, den wir der Firma gegeben haben, die uns die Motoren produziert. Wirklich? Ja, mit einer speziellen Isolierung und andere Magneten. Bei der Isolierung geht es darum, dass eine besondere Isolierung benötigt ist, oder geht es um diese Materialien, die man so im All nutzen darf oder nicht, wegen so Outgassing-Themen? Da geht es vor allem um Outgassing-Themen. Die Materialien verlieren einen Teil von ihrer Masse unter Vakuum. Und da gibt es sehr strenge Anforderungen, dass zum Beispiel die Total Mass Loss, heißt dieser Wert, von einem Bauteil, also sind ja eigentlich alles Nicht-Metall-Bauteile, die das betrifft, darf bloß bei 1% sein. Gibt es bei sehr vielen Bauteilen Tests dafür. Und das betrifft eigentlich alle Bauteile. Das betrifft die Vergussmasse vom Motor, das betrifft den Lack vom Draht vom Motor, das betrifft sämtliche Kleber, die man im Gelenk verwendet, von der Schraubensicherung bis zum anderen Kleber für die Magnete und so weiter. Also alles, was nicht metallisch ist, muss man genau untersuchen, damit man es verwenden kann. Unglaublich, ja, so viel Aufwand muss man machen. Ja, da gibt es extra Datenbanken von der NASA und von der ESA. Ja. Und auch die Firmen haben Datenbanken drin. Ja. Da stehen dann die ganzen Stoffe drin, die getestet sind und die dann ohne Bedenken verwendet werden können. Lassen wir dann bei den Gelenken und Motoren bleiben. So auf der Erde ist die Wärmeabfuhr für Servos bei den Servos ja ein bekanntes Problem. Ich gehe davon aus, im Weltraum ist das gleiche Problem, oder ist es ein bisschen anders? Im Weltraum ist es ein ähnliches Problem. Wir haben ja von der Operation abhängig. Wir machen ja nicht wie ein Industrieroboter, der einen ganzen Tag Pick-and-Place-Aufgaben macht und dieselbe Aufgabe wiederholt. Bei uns kommt es nicht so auf Geschwindigkeit an. Wir müssen den anderen Satelliten einfangen und dann zu uns ranziehen und nachtanken und Teile auszuwechseln. Aber wir müssen sehr viel langsamer fahren. Wie schon vorher erwähnt, mit den Auswirkungen auf den Satelliten. Also wir fahren sehr langsam, was uns natürlich hilft. Nichtsdestotrotz haben wir bei uns einen eigenen Thermalingenieur für das Projekt, der das ganze Thermal-Setting von dem Roboter auslegt. Also wir haben dann Teile, wo außen MLI drum ist. MLI ist? Das ist Multilayer Insulation, das ist eine bestimmte Folie. Okay. Der Kanada-Amt zum Beispiel hat die auch außen drum. Ja. Wird verwendet, dass die Elektronik im Arm nicht zu warm wird. Und dann haben wir Teile, wo unsere Elektronik drin ist, mit Radiatorfoils außen versehen, damit wir auch Temperatur nach außen ans Weltall abgeben können. Ja. Also das Thermale ist schon sehr herausfordernd. Der Kollege macht da sehr viele Simulationen. Man muss sich auch natürlich das simulieren, wie sich der Roboter auf dem Satelliten im Orbit verhält, wenn er Sonne abkriegt und wenn er Schatten abkriegt und so weiter. Ist eine interessante Aufgabe. Ich würde gerne auch das Thema so Motorengetriebe und Schmierstoffe und Öl und Fett und so weiter noch angehen, weil du hast gesagt, es gab diese Roboterarm, die zurück nach Erde gebracht war, und ihr habt diese Schmierstoffe und so weiter analysiert. Ich war leicht überrascht, dass Schmierstoff überhaupt verwendet werden konnte. Ich dachte, vielleicht gibt es eine andere Lösung, weil man sieht immer diese Bilder von den Astronauten im International Space Station. Sie quetschen eine Tasche mit Flüssigkeit drin und kam dann eine Flüssigkeitblase raus. Und ich habe gedacht, ja, so Schmierstoff könnt ihr vielleicht, oder zumindest Öle, vielleicht könnt ihr gar nicht verwenden. Wie sieht es dann aus bei es gibt raumfahrtqualifizierte Schmierstoffe. Für Getriebe und Lager braucht man Schmierstoffe. Es gibt auch Hybridlager mit Trockenschmierungen. Allerdings verwenden wir Schmierstoffe. Diese Schmierstoffe sind auch qualifiziert mit Outgassing und so. Ja. Haben halt den Nachteil, auf beide sagt man, die sind zach. Okay. Das heißt, die verhalten sich nicht so geschmeidig wie ein kommerzieller Schmierstoff, so sondern klebrig. Sie sind wie
Pinatencreme, sage ich immer dazu. Wirklich? Ja. Sehr dickflüssig. Ja. Und Verhalten auch ihre Eigenschaften verändert sich dann auch über die Temperatur. Mhm. Ja. Und über die Zeitdauer ist es auch so klebriger oder verliert seine Schmierfähigkeit? Bei oder? diesem Roboter, von dem wir vorher gesprochen haben, Ja. diesen kleinen auf der ISS, haben wir über die 6 Jahre, die der in Betrieb war, immer ja wieder die Gelenkreibung gemessen mit den Experimenten, die wir gemacht haben. Mhm. Und wir haben festgestellt, dass sich die Reibung nach 3 Monaten nach dem Start geändert hat von dem Roboter. Ja. Und auch über die Zeit ist die immer ein bisschen schlechter geworden. Ja. Okay. Also das ist so ein Beispiel, wo die Roboter in All im Vergleich mit Industrierobotern sich anders verhalten. Gilt das Gleiche für die Bauweise und die Materialien, die ihr für so einen Roboterarm einsetzen im Vergleich mit Industrierobotern? Also von den Außenmaterialien setzen wir Aluminium ein. Mhm. 2,5 Millimeter dick fürs Shielding, um einen Großteil der Strahlung abzuhalten. Ja. Ansonsten ist von den Materialien her das Thema Outgassing. Muss man halt beachten. Genau. Ja. Und solange das geklärt ist, dann genau. ist mehr oder weniger das wird ins gleich gebaut bei der Konstruktion. Ja, also vom Prinzip her ist der Roboter, den wir da bauen, wenn man ein Blockschaltbild macht von der Elektronik und der Mechanik, ist er wie ein Leichtbauroboter aufgebaut, bloß alles halt doppelt. Ja, genau. Also das heißt, das Ding ist komplett redundant. Ja. Das heißt, wenn jetzt eine Elektronik ausfällt, kann ich auf eine redundante umschalten. Aber eben diese Ansätze mit Redundanz und so sind eben stark von den Mission Requirements abhängig, wie viel Fehler darf ich mir erlauben in der Zeit. Was mich auch interessieren würde, ist zu verstehen, innerhalb welcher elektrischen Leistungsgrenze muss so ein System auch eigentlich arbeiten und welche Spannungen sind in solche Anwendungen im All üblich? Also üblich sind beim Satelliten 28 Volt. Das ist so der Standard, ist die Busspannung. Auch zum Teil firmenabhängig. Ich glaube, Thales verwendet 28 Volt, Airbus-Satelliten haben 100 Volt, um die Sache spannend zu machen. Genau, und von den Leistungen her, ich sage mal, für normale Operations brauchen wir so um die 100 Watt. Also das ist relativ wenig, weil es ja auch bloß in einer kurzen Zeit ist. Ja, also so Spitzenleistung ist bei einem Collision Avoidance Manöver, also wenn festgestellt wird, ich rumpel jetzt gleich mit dem Arm in den anderen Satelliten rein, dann muss ich ja den sehr schnell zurückziehen, da bin ich so bei 350 Watt. Oh, wirklich so viel? Okay. Ja, ich muss natürlich alle Gelenke, 7 Achsen hat der Roboter, muss ich schnell möglich bewegen, damit ich wegkomme. Genau. Um nicht eine Kollision zu verursachen. Und wie wir es schon gelernt haben, dieser Roboterarm wird auf einen Satelliten gebaut. Mit welchen Energiequellen steht dann zur Verfügung? Was erzeugt der Strom? Oder ist das eine große Batterie oder gibt es auch etwas mit Treibstoff basierend? Oder? Na, also der Satellit hat Antriebe, Thruster mit Treibstoffen, hat Magnetotorker drin, um die Lageregelung zu machen, also die Ausrichtung des Satelliten. Und sonst hat er für die elektronischen Systeme eine 28 Volt Batterie oder mehrere und 2 große Solarpanels, die Batterie laden. Ah, okay. So, und dann ist das System ist ausgelegt, dass über der Missionsdauer die Batterien werden ständig aufgeladen. Genau, also wir fliegen in einem sogenannten Sun-Synchronous Orbit. Das heißt, die Panel werden immer von der Sonne angestrahlt und durch das wird die Batterie ständig geladen. Und ja, super. Und sichert die volle Funktionalität, je nach wo und wann es benötigt wird. Genau. Super. KI ist auch in aller Munde. Ich habe mehrmals das Thema hier bei Aufdraht angesprochen. Spielt künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen auch vielleicht bei der Entwicklung oder bei der Bedienung solcher Roboterarme eine Rolle? Das sage jetzt ich aus
hardware-technischer Sicht was dazu und den Rest überlasse ich dann dem Gerhard. Ja. Ich habe da neulich erst einen Artikel gelesen, dass Firmen versuchen, diese GPUs, diese Graphic Processor Unit, die man für KI-Anwendungen sehr oft verwendet, für den Space-Bereich zu qualifizieren. Da sind wir leider noch meilenweit davon entfernt. Kann ich mir vorstellen. Die Chips sind ja relativ neu. Ja. Es gibt ja den amerikanischen Weltmarktführer für diese GPUs. Ja. Bis die im Weltraum an einem Roboter eingesetzt werden, wird es noch eine Zeit lang dauern. Genau. Gerhard, was hast du dazu zu sagen? Also KI ist ja ein sehr, sehr großes, ein sehr, sehr mächtiges Wort und es ist relativ, sage ich jetzt mal, unpräzise. Wenn wir jetzt was jetzt so im Moment en vogue ist, geht es ja darum, dass man unendliche Datenmengen analysiert, charakterisiert und dann irgendwie wieder in Verbindung bringt. Das Problem mit dem Weltraum ist, dass diese Daten gar nicht existieren. Weil so viele Daten gibt es aus dem Weltraum nicht. Man kann das simulieren. Also in dieser Hinsicht ist die KI spielt noch keine Rolle. Man arbeitet mittlerweile dran, die irgendwie zum Einsatz zu bringen. Ein zweites Problem ist, Alex hat es schon erklärt, wie aufwendig es ist, einen Roboterarm zu bauen mit den Bauteilen. Wir müssen mit Hardware und mit Software Qualifikationen durchlaufen. Wir müssen ja verifizieren, validieren, dass das, was wir gemacht haben, dass es auch tatsächlich funktioniert. Und bei der KI ist es mir zumindest im Moment nicht bekannt, dass die KI sozusagen aus sich heraus nachweist, sie kann das. Das heißt also, ich sehe da im Moment auch mal eine rein formale Hürde. Nicht, dass es technisch nicht machbar ist, aber eine formale Hürde. Und deswegen wird es mit der KI noch länger dauern, bis sie im Weltraum eingesetzt wird. Ja. Genau, also wir setzen bei uns im Institut natürlich auch KI ein. Wir haben zum Beispiel einen Roboter, Justin heißt der eine Hand hat und einen Würfel dreht. Okay. Und der lernt sehr gut, muss ich sagen, diesen Würfel in der Hand zu drehen. Allerdings setzt es immer voraus, wenn man auf KI setzt, dass es auch Fehler gibt. Das stimmt, ja. Kann nur aus meinen Fehlern lernen. Und wenn ich das sage, ich mache das jetzt im Weltraum, dann ist das vielleicht nicht so der optimale Ansatz. Ja, genau. So will man es ein bisschen abwarten, schätze ich. Ja. Wir haben auch das Thema Weltraumschrott, oder ich habe es angesprochen zumindest, ja, und es ist auch ein Einsatzbereich für den Roboterarm, der gerade entwickelt. Das ist natürlich auch gefährlich für den Roboterarm selbst, ja, dass man vielleicht von irgendwas getroffen werden könnte. Auch die Kameras, ja, die Kameralinsen, das sind auch ein sensibler Element im ganzen System. Könnt ihr irgendwas dagegen machen? Könnt ihr das Roboterarm oder die Linsen schützen von sowas oder momentan? Nein, also wie vorher schon gesagt, der Roboter ist aus Aluminium. Der ist relativ resistent gegen kleine Teile. Gut, kommt natürlich immer auf die Größe des Teils an. Ja. Kameras haben wir 2 dabei. Es ist sehr unwahrscheinlich, muss ich sagen, weil die Kameralinse hat ja eine Größe von diesem Mikrofon ungefähr, dass die von einem Teil getroffen wird. Da trifft es eher den Satelliten oder die Solarpanels. Ja. Und also von daher haben wir da keine besonderen Maßnahmen. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist einfach gering und ja, genau. Ja, mit dem Roboterarm können wir ja schnell wegfahren, wenn ein Teil kommt. Ja, wir zumindest sehen, ne? Wir sind ja flexibel. Ich würde gerne auf das Thema so Testen kommen, weil du hast gesagt, und das hat mich auch ein bisschen gewundert, ja, so der Roboterarm selber hat eine, ja, so im All ist fast schwerlos und ist dafür ausgerichtet, aber ihr müsst es zumindest hier auf der Erde testen, wo unsere Gravity unsere Schwerkraft ein bisschen anders ist. Wie geht ihr mit diesem Unterschied genau um, dann, um einen Roboterarm hier auf der Erde zu testen, der eigentlich im All funktionieren sollte? Genau. Also wir haben dieses Motion Suspension System. Das ist ein 4-achsiger Seilroboter. Wir haben bei uns im Labor, das hat vielleicht so das Labor 30 Quadratmeter, würde ich jetzt mal sagen. Also ist schon relativ groß, gut für den 3 Meter Arm. Ja. Braucht ihr Platz, ne? Brauche ich Platz. Wir haben auch einen Mock-up von einem Satelliten drin, den wir einfangen sollen. In jeder Ecke steht ein Motor.
der dann die Seile, die über Umlenkungen an der Decke zu diesem Ring, den ich vorher schon erklärt habe, vom Roboter geht. Ja. Eine Steuerung bedient eben diese Seile und balanciert dann die Kräfte von dem Roboter aus. Mhm. Also die Steuerung vom Roboter und von diesem Seilroboter, die kommunizieren miteinander, schicken sich Kommandos und Kräfte und der Seilroboter weiß dann genau, der andere Roboter will jetzt diese Position einnehmen. Es wird diese Kraft erwartet. Ich habe ein Modell von dem Roboter, was der dann in der Position nach unten zieht und zieht dann eben oben dagegen. Ja. Und ist der Roboterarm selber in der Lage, sein eigenes Gewicht zu heben, wie es ausgelegt ist, oder ist er dafür zu schwach auf der Erde? Da ist er viel zu schwach. Ah, wirklich? So kompliziert ist es. Ja, das Problem ist, wir haben lauter gleiche Gelenke verwendet für den Roboter, also baugleiche Gelenke, der Einfachheit halber, und die Gelenke können bloß 80 Newtonmeter. Okay. Kann man leicht rechnen, wenn der Arm 3 Meter lang ist, da bleibt bei 80 Newtonmeter für die unteren Gelenke. Ja. Das geht physikalisch nicht. Ja, genau. Genau, also im All schon, wenn Schwerelosigkeit ist. Ja. Das ist halt der Nachteil. Man muss sich dann schon genaue Methoden überlegen, wie man das Ding dann testet. Bei uns im Labor ist es relativ einfach. Ja. Wenn der dann mal auf den Satelliten montiert wird, haben wir uns das auch schon überlegt, wie wir das machen bei Thales. Den muss man auf dem Satelliten ja auch testen. Ja, ob das Ding nach dem Transport, und der macht ja dann nochmal Temperatur- und Vibrationstests, ob das Ding danach auch noch funktioniert. Genau, ja. Und Thales hat einen riesen Rennraum. Die haben ein sogenanntes Rail-System an der Decke, also ein Schienensystem mit Seilen. Das verwenden die, um die Solarpanels zu testen. Also die lassen dann die Solarpanels ausfahren an diesem Seilsystem, und mit dem können wir auch den Roboter testen. Zwar nur eingeschränkt, also man kann nicht alle Bewegungen machen, aber es geht. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich bei euch im Labor ankommen würde, dass ich werde nur von Herausforderungen konfrontiert. Also da würde ich jetzt widersprechen von Lösungen, muss ich jetzt sagen. Hoffe ich, ja, genau. So, hoffentlich irgendwann haben wir einen kompletten Roboterarm, der bedient werden kann, aber wie werden dann die zukünftigen Nutzer und Operatoren geschult, um den Arm zu bedienen? Das ist eine sehr gute Frage, mit der wir als Roboterexperten uns gar nicht so sonderlich beschäftigen, aber die Herausforderung steht im Raum. Also zum einen ist es so, dass der Roboter, wenn wir ihn betreiben, dass er dann, wenn er etwas tut, macht er das autonom. Aber natürlich möchte der Mensch oder der Operator auf der Erde schon, sage ich jetzt mal, das Gefühl haben, er kann etwas eingreifen. Und da ist es einfach so, dass er im Prinzip die gleiche Arbeitsumgebung zur Verfügung hat wie derjenige, der den Roboter programmiert. Das heißt also eine 3D-Visualisierung, Anzeigen der Sensorwerte, auch die Daten, die zurückgespielt werden. Und als Operator von einem Roboterarm, wenn er direkt eingreift, also nicht nur Programme hochlädt und runterlädt, muss er sich dann auch ein bisschen mit der Problematik oder mit der Thematik Robotik beschäftigen. Also wie verhält sich der Roboter? Aber das ist, sage ich jetzt mal, von der Technik her betrachtet, ist es eine etwas aufwendigere, aber klassische Operatorstation mit einer Reihe von Monitoren und je nachdem, wie man das macht, unterschiedlichen Eingabegeräten. Ja. Und das heißt, dass wir werden keine so Echtzeitsteuerung von dem Roboterarm sehen. Es ist mehr, man plant eine Aufgabe, lädt es hoch quasi und dann es wird ausgeführt und dann der nächste Schritt wird geplant und ausgeführt. Das ist vermutlich der klassische Weg, weil er von der Technologie her betrachtet der günstigere ist, wenn man direkt mit dem Roboter interagieren möchte, also sozusagen fern operiert, bedeutet das, dass man auch gleichzeitig eine direkte Kommunikation von der Erde zum Satelliten haben muss. Und das setzt voraus, dass diese Kommunikation immer mit einer bestimmten Bandbreite zur Verfügung steht. Und das ist kostenintensiv. Also deswegen versucht man das zu vermeiden. Technologisch
haben wir das auch demonstriert, unter anderem eben mit dem Gelenk, das außerhalb der ISS war, das wir teleoperiert haben. Und wir haben im Institut auch Experimente gemacht, die innerhalb der ISS waren und haben dort spezielle, dann kraftreflektierende Handcontroller benutzt, um das auszuprobieren, wie das funktioniert. Aber da ist die starke Anforderung, ich brauche eine direkte Kommunikationsverbindung und die ist teuer. Ja, genau. Und die Kosten spielen auch immer eine große Rolle. Das wird dann in der Diskussion häufig als nice to have dann tituliert und aber jetzt für klassische Arbeiten, also jetzt, wir haben zwar noch keine Routine, aber wo wir davon ausgehen, dass es routiniert sein werden, ist es einfach das Hochladen von Programmen, die dann autonom ausgeführt werden. Ja, genau. Nachdem dieser Roboterarm im All eingesetzt ist oder vorhanden ist, was ist die geplante Missionsdauer und was habt ihr eingeplant? Wir lachen da auch immer darüber, weil das ist die Frage, ich sage jetzt mal, der Kunde, der etwas machen möchte, der hat ja gewisse Vorstellungen, wofür er das Geld ausgibt. Wenn er sagt, jetzt zum Beispiel in der Demonstrationsmission 1 Jahr, 1,5 Jahre, aber Anforderungen, die da entstehen, wenn man jetzt zum Beispiel in den geostationären Raum geht, dann sagt man 10 Jahre, 15 Jahre. Okay. Also das sind die Zeiträume und die haben dann rückwirkend dann wiederum die Auswirkungen, was Alex gesagt hat, über den Preis der Bauteile. Ja, genau. So, wir haben viele Themen, worüber wir nachdenken müssen bei der Entwicklung von Roboterarmen. Das ist nur für den Einsatz im All, das haben wir angesprochen, eingebaut auf einem Satellit. Aber natürlich gibt es auch andere Einsatzgebiete, wie auf dem Mond oder beim Mars-Rover und so weiter. Was sind die neuen Herausforderungen, die auf euch zukommen, wenn ihr zum Beispiel das umbauen wollen, angefordert sind, damit so ein Mars-Rover ausgestattet werden könnte? Aus technischer Sicht sicherlich beim Mond der Regolith. Also dieser Mondstaub. Ja. Unsere Gelenke sind nicht so ausgelegt, also die haben einen Spalt zwischen den 2 drehbaren Achsen, dass die staubdicht sind. Mhm. Brauchen wir für die jetzige Mission auch nicht. Ja. Kein Staub im All. Ne? Ja. Ja, wir müssen das Zeug auch in einem Reinraum zusammenbauen, okay, um da keine Verunreinigungen mitzunehmen und dann die sich dann auf Kameras oder anderen Sachen ablegen können. Ja. Genau. Ist bis jetzt nicht angedacht. Wir haben allerdings jetzt in den letzten Jahren eine Mission gehabt, eine andere Weltraummission, MMX, heißt die, wo wir den Idefix-Rover gebaut haben, das Locomotion-System für einen kleinen Rover. Der Rover ist so groß wie ein Biertragel, wiegt 35 Kilo und der soll auf dem Marsmond Phobos abgeworfen werden. Okay. Ich habe vor der Mission auch nicht gewusst, dass der Mars Monde hat, aber der hat 2 sogar. Okay. Genau, ist eine japanische Mission. Wir haben bei uns mit der CNES, das ist die französische Raumfahrtorganisation, zusammengearbeitet und zugleich mit mehreren DLR-Instituten über ganz Deutschland, die alle Teile für diesen Rover bereitgestellt haben. Und dieser kleine Rover wird auf einem großen japanischen Rover montiert, der dann mit einer japanischen Rakete zum Mars fliegt und dann wird der kleine Rover auf diesen Mond abgeworfen. Die Herausforderung ist, dieser Mond ist relativ klein, also das ist viel kleiner wie unser Mond. Okay. Und wir haben da bloß 1/1000 von dem G, das wir auf der Erde haben, also von der Anziehungskraft. Ja. Das heißt, der Rover mit 30 Kilo ist da oben wie ein Briefumschlag. Hoffentlich wird es nicht wegschweben. Der wird nach dem Abwurf ein bisschen rumhupfen auf dem Mond und dann hoffentlich irgendwie liegen bleiben. Ja. Wir haben dann da verschiedene Software-Funktionalitäten entwickelt, dass der sich dann eigenständig aufrichten kann, weil man kann den nicht kommandieren. Also das ist dasselbe mit dem Fernbedienen. Ja. Kommando zum Mars braucht ungefähr 20 Minuten. Wow. Zurück auch wieder 20 Minuten und das ist nicht machbar. Also der Rover muss sich selber aufrichten. Ja.
um dann seine Solarpanels auszufahren und dann auch Strom zu kriegen. Ja, genau. Wow, es ist erstaunlich. Wir haben so viele Themen abgedeckt und ich kann nur hoffen, dass ein bisschen Begeisterung auch über die Kameras gegangen sind, dass die hoffentlich gibt es ein paar jüngere Zuhörer, die die Begeisterung mitbekommen haben und denken gerade, ja, eine Karriere beim DLR wäre auch was für mich. So, herzlichen Dank, Gerhard, und danke, Alex. Gerne. Danke für die Einladung. Danke, ja. Das war richtig toll. Freut mich. Ja. So, das war es für diese Folge. Was haben wir gelernt? Mit der ständig wachsenden Zahl an Satelliten im All, die als Weltraumschrott enden, ist es höchste Zeit, sie aus der Ferne reparieren und betanken zu können. So lassen sich ihre Einsatzzeiten verlängern, sie können auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden und wir können endlich damit beginnen, den über die Jahre angesammelten Weltraumschrott aufzuräumen. Die Arbeiten am DLR rund um Robotik stoßen dabei in völlig neue Bereiche vor und könnten hoffentlich unsere gesamte Herangehensweise an Raumfahrt nachhaltig verändern. Im erdnahen Orbit genauso wie in weit entfernten Missionen. Ein herzlicher Dank geht natürlich an meine Gäste, Gerhard Grunwald und Alex Bayer von DLR. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt bitte unserem Kanal ein Like, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Wir sagen auch Danke an unseren Sponsor Mouser Electronics, der diese Serie ermöglicht hat. Ich möchte mich auch im Namen meiner Gäste herzlich fürs Zuschauen oder Zuhören bedanken und sage, auf Draht bleiben und bis zum nächsten Mal.